Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um die rechte Hand von Elon Musk bei SpaceX. Viel Spaß! Was für ein Wochenende. Erst explodiert der Starship-Prototyp SN4 von SpaceX, dann sieht das Wetter wieder schlecht aus für den Crewdragon-Start. Aber schlussendlich spielt Mutter Natur mit und wir haben einen Bilderbuchstart. Ich habe mir die Show natürlich live angesehen und dann pünktlich zum Docking an der ISS wieder reingeschaltet. Hast du zugesehen? Schreib mir doch gerne in den Kommentaren, wie der Start für dich war. Heute geht es um einen Menschen, ohne den SpaceX nicht das wäre, was es heute ist. Gwynne Shotwell. Ja, super Name für eine Raumfahrtingenieurin. Wer sich mit SpaceX und Raumfahrt beschäftigt, kommt an diesem Namen nicht vorbei. I can tell you it's a lot easier watching launch videos than watching a launch. Yeah, I age every launch and we launch a lot. So I'm aging a lot. Forbes Magazine sieht sie übrigens auf Platz 55 der einflussreichsten Frauen der Welt. Platz 1 bis 4 Angela Merkel, Christine Lagarde, Nancy Pelosi und Ursula von der Leyen. Es gibt wohl niemanden, der so viel Verantwortung für den Crewdragon-Start getragen hat wie sie. My heart is sitting right here. And I think it's going to stay there until we get Bob and Doug safely back from the International Space Station. Es ist nicht zu unterschätzen, was bei einer so komplexen Maschine alles versagen kann und wie wichtig eine gute Qualitätskontrolle ist. We have work orders. That's basically how we build these vehicles and test these vehicles, electronic work orders. And a bunch of the techs wanted to make sure that we had pictures of Bob and Doug on the work orders. And there were lots of suggestions like that. Jeder Einzelne bei SpaceX, der NASA und den etlichen Zulieferern, Elon sagt da, es gab insgesamt wohl etwa 100.000 Menschen, die an dem Start direkt oder indirekt mitgearbeitet haben. So I don't think I need to remind my employees how important this is. They remind themselves and they are helpful in reminding me. Ja, jeder von denen war wohl vermutlich ein bisschen nervös beim live übertragenen Start. Shotwell, ja, ich mag den Namen, ist seit 2008 Präsidentin und Elons rechte Hand bei SpaceX. Das war noch vor dem ersten NASA-Vertrag, der die Entwicklung bei SpaceX so beschleunigt hat. Sie war bei der Gründung von SpaceX 2002 die 7. Mitarbeiterin, hat also alle Höhen und Tiefen des Unternehmens mitgemacht und insbesondere die schwere Anfangszeit. Zur bewegten Geschichte von SpaceX habe ich dir schon ein Video gemacht. Schau gern mal rein. When Elon first reached out, actually Elon's assistant reached out for me to work at SpaceX, I almost didn't take the job. What a dummy I would have been. I would have been kicking myself for the rest of my life if I did not take that job. Sie selbst sagt, dass Elons Erwartungen bei der Gründung, wie viel Aufwand es wäre, um in den Orbit zu gelangen, falsch waren. Und dass sie ihn erst auf ein adäquates Budget bringen musste, bevor sie den Job bei SpaceX annahm. But it felt really risky. You know, a very wealthy young man, 10 years younger than me, wanting to start a rocket company. I had been in the business in that time frame for 15 years already. I knew it was going to be really hard. His expectations were not adequate on what he was going to have to invest. And I wouldn't join the company until I had him at least at 50 million. He's like, I'll put in 10 million. I was like, we're not going to get to orbit. I don't know what I'm selling. And then we finally got him to around like 40 or 50, and I was like, okay, it's going to take us 70, and we'll be able to push him over the edge after 50. And sure enough, we spent about $75 million getting to orbit. Mit dem Job bei SpaceX ist sie definitiv ein großes Risiko eingegangen. Aber ohne dieses Risiko wäre sie nicht da, wo sie heute ist. But I almost didn't take that job. And then I almost didn't take the job as president. I was head of sales. We were just about ready to get our largest contract ever from NASA. Pulled me off the plane and we were standing on the tarmac. He says, I think you should be president. And I will never forget that day because my first inclination was like, I love my job. And thank goodness that was a nanosecond of stupidity. And then I said, of course I want to be your president. Of course I want to do that. And here we are, 10 years later. We're taking cargo to the International Space Station. We're flying more than almost everybody else except China. We're going to be China next year. We're about ready to fly people, and then we're going to fly the biggest rocket ship, BFR, ever. And what an idiot I would have been if I had said no to both of those opportunities. So take risks. Wenn du eine sichere Karriere haben magst, gehe keine Risiken ein. Aber wenn du eine aufregende Karriere haben möchtest, ja, dann
scheuen nicht die Risiken. Während Elon mit seinen Visionen bestimmt viele Menschen unheimlich inspiriert, taugt er wohl für die wenigsten von uns als Vorbild. Wer von uns ist schon Elon Musk? Gwynne Shotwell dagegen ist für mich der Inbegriff einer hervorragenden Ingenieurin und ein starkes Vorbild. Ihrer Ansicht nach liegt der Erfolg von SpaceX in der Fokussierung auf physikgetriebene Entwicklung. Was ist physikalisch möglich und wie sieht das einfachste Design aus? Sie suchen dann nach der einfachsten Lösung und für gewöhnlich ist es dann auch die beste Lösung. If you hide and just like sit at your computer like I did early in my career, I built this huge thermal model of the space shuttle and I literally was in my office talking to no one for like 6 or 7 months. No one knew what I was doing. That was a huge mistake. But then I started sharing it and it worked really well and I got a corporate prize for it. So doing great work, you have to get recognized for doing the great work. Not for the pat on the back, but because if you're doing great work, first of all, you want to help other people, help them do great work, and you also want that great piece of work to be used. Ja, ich glaube, das lässt erahnen, was für eine krasse Ingenieurin sie sein muss. Noch etwas, das sie gesagt hat, das mich nachhaltig beeindruckt hat, sinngemäß: Du kannst nicht immer die schlauste Person im Raum sein, aber du kannst die Person im Raum sein, die am besten vorbereitet und am hilfreichsten ist. And for sure at SpaceX, when I'm in a room, I am not the smartest person in the room. Never the smartest person in the room. Only when I'm in a room by myself. And so I have no control over who's in the room and who's smarter, but I certainly have control over how much I know about the topic, what time I've spent making sure I understand issues. And so you can be the most prepared. Wie wurde Gwynne Shotwell Ingenieurin? Zumal in einer Zeit, als noch weniger Frauen sich für Ingenieurwissenschaften entschieden haben als heute. Als Drittklässlerin fragte sie wohl ihre Mutter, wie ein Motor funktioniert. Und die Mutter kannte die Antwort offensichtlich nicht, aber gab ihr daraufhin ein Buch, in dem das erklärt wird. Mit 15 Jahren, nach eigener Aussage von Shotwell mehr am Cheerleading und schönen Klamotten interessiert als an ihrer Zukunft, schleppte sie die Mutter zu einem Vortrag der Society of Women Engineers, wo eine Maschinenbauingenieurin vor jungen Frauen referierte. Die Ingenieurin hatte ein tolles Outfit und trug schöne Schuhe, in die sich Shotwell verliebte. Generell muss die Ingenieurin aber eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein, weswegen Shotwell sie nach dem Vortrag ansprach. Shotwell hatte ihr Vorbild gefunden. Sie sagt heute: Wenn mich als Mädchen das mit dem Outfit so beeindruckt hat, funktioniert das für andere Mädchen heute hoffentlich auch. Dazu muss man sagen, dass Shotwell immer schick angezogen ist und auf fast allen Videos auf YouTube halsbrecherische Absätze trägt. Wie dem auch sei, der Wunsch, Ingenieurin zu werden, war verankert und so studierte Shotwell erst Maschinenbau und anschließend im Master angewandte Mathematik. Nach dem Studium geht sie zu Chrysler, verlässt das Unternehmen aber nach 18 Monaten, weil es ihr zu konservativ war. Für mich ist sie auch deshalb die perfekte Ingenieurin, weil sie zusätzlich zu hochintelligent und technisch fundiert, gleichzeitig mit einem guten Gespür für Geschäft und Profitabilität, mit der Fähigkeit, Menschen zu vereinnahmen, ausgestattet ist. Gerade die letzten Punkte sind nicht unbedingt Fähigkeiten, für die wir Ingenieure bekannt sind. Als Teil von SpaceX der ersten Stunde kennt sie Elon wohl besser als die meisten Menschen. Wie ist es mit Elon zu arbeiten? In vielem ist sie ein Gegenpart zu Elon Musk. Offensichtlich ist sie eine geübte, charismatische Rednerin. Frankly, that Elon does at SpaceX is he sets these impossible goals. They seem impossible. And so we're all charging to these crazy goals. And then when you achieve them, albeit a little late, we're always a little late, but we always achieve what Elon lays out for us to do. And then you feel so great about the work that you've just done. Während Elon oft 10 Schritte vorausdenkt und immer die Zukunft im Blick hat, ist Shotwell für das Tagesgeschäft zuständig und sorgt dafür, dass SpaceX seit Jahren hoch profitabel ist. We do cool stuff, but we also have a business. And that business is great. I have 7,000 employees, over $12 billion in revenue contracted, and we've had over 63 successful flights. Wenn Elon auch mal verrückte Tweets absetzt oder Entscheidungen übers Knie bricht, muss sie dann oft die Wogen glätten und Kunden beruhigen. Cell phone lights up with text messages and my email box explodes with, "You gotta get in the room with Elon." And that's because, and so I did. I go running into the conference room, sit down, like, "Hey, Elon, what? We can't terminate Falcon Heavy. We got customers. We're gonna fly this for the Air Force." He's like, okay, we're not gonna terminate Falcon Heavy, right? Ein prominentes Beispiel war da zum Beispiel Elons Konsum von Marihuana in einer Live-Show. Dieser kurze Zug dürfte vielen wohlgesonnenen Unterstützern Kopfschmerzen bereitet haben. Die NASA sah sich danach genötigt, SpaceX zu einem Sicherheitsaudit zu verdonnern.
um die Ernsthaftigkeit des Zulieferers zu überprüfen. Shotwell sagt auch, dass Elon bestimmt nicht immer mit ihrer Arbeit zufrieden war, aber die Fehler eben in keinem Verhältnis zu den Leistungen stehen dürften. Yeah, you can make mistakes at SpaceX and still do great work, but the mistakes have to be outweighed by the great work that you do, and that's the same way that Elon looks at employees. I'm sure he's wanted to fire me over the 16 years that I have worked for him. But thankfully he forgot to that day and let me do great work the next day and continue to work at SpaceX. He's a great boss. Sehr spannend war es, wie sie über das Starship redet. Wenn du nicht weißt, was das Starship ist, schau unbedingt mein Video zu dem Thema. Starship wird die größte Rakete aller Zeiten und soll in naher Zukunft Menschen zum Mond und Mars bringen. Wenn man jetzt Shotwell dagegen reden hört, habe ich zumindest persönlich zu keiner Sekunde das Gefühl, sie wäre exzentrisch oder wüsste nicht, was sie tut. Man ist vielmehr beeindruckt von der Ruhe und der Zuversicht, mit der sie die gleichen Visionen wie Elon teilt. If everybody in the room looks the same, thinks the same, came from the same university, had the same backgrounds, they're going to come up with the same answer. And it may be the right one, but it's sure better to have 10 different opinions in the room and 10 different perspectives and 10 different kinds of backgrounds talking to come up with the right answer. Ich habe mich heute bewusst entschieden, ein Video über Shotwell zu machen, da ich auch ihrer Meinung bin, dass die vielseitigsten Teams immer die erfolgreichsten Teams sind. Ich freue mich mega, dass sich gerade immer mehr für das Thema Raumfahrt begeistern. Meine YouTube-Statistik sagt mir aber auch, dass 95% meiner Zuschauer männlich sind. Das überrascht mich jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht taugt dir dieses Video dazu, dass du deine Frau, Partnerin, Tochter, Mutter, Oma oder Kollegin auch für das Thema Raumfahrt begeistern kannst. Wenn du diese und andere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag zur Primetime um 20:15 Uhr eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Bis nächste Woche. Immer schön senkrecht bleiben, dein Mo.